Wer wirklich leckere schwäbische Spätzle essen will, sollte sie nach einem Originalrezept mit Oma Spätzleteig selber machen. In diesem Video zeigen wir euch ein Rezept, wie man ganz einfach einen Spätzleteig herstellt, worauf man beim Arbeiten achten sollte, welches Werkzeug man braucht und geben am Ende noch Tipps, wie man die Spätzle richtig serviert und einfriert. Sehen wir uns das Ganze mal an. Für Omas Original Spätzleteig brauchen wir für 4 bis 6 Personen folgende Zutaten: 50 Gramm feinen Weizengrieß, 450 Gramm Weizenmehl Typ 405, 5 Eier, 2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer, etwa 150 Milliliter Wasser und wer will, kann auch noch eine Prise Muskatnuss beigeben. Gebt am Anfang die Mehlmischung in eine große Schüssel, dann packt ihr das Salz und anschließend den Pfeffer hinzu. Nehmt den Löffel und rührt alle Zutaten trocken unter. Als nächstes machen wir eine kleine Kuhle in die Mitte des Mehls und tun darin die geschlagenen Eier hinein. Mit einem Löffel rühren wir dann langsam die Eier ins Mehl, bis ein zäher Teig entsteht. Falls der Teig noch zu trocken sein sollte, kann man portionsweise Wasser oder kohlensäurehaltiges Mineralwasser beigeben. Jetzt muss so lange gerührt werden, bis wir eine homogene Teigmasse ohne Klümpchen erhalten. Wer sich das Leben leichter machen will, kann zum Einrühren der Zutaten natürlich auch einen Mixer mit Knethaken verwenden. Aber egal wie man es macht, am Ende muss man den Teig luftig geschlagen bekommen. Hier könnt ihr sehen, welche Konsistenz der Spätzleteig haben soll. Über den Daumen kann man sagen, je zäher der Teig, desto länger werden die Spätzle, weil der Teig nicht so schnell abreißt. Ist der Teig soweit fertig, decken wir ihn ab und lassen ihn für ca. 15 Minuten ruhen. So können sich alle Zutaten gut miteinander verbinden. Wir verwenden für unsere Spätzle einen Spätzlehobel, man kann aber genauso gut eine Spätzlereibe oder einen Spätzleschaber verwenden. Wer einen kaufen will, kann darauf achten, dass er stabil verarbeitet ist und der Schlitten passgenau auf der Reibe sitzt. Bei schlechten Hobeln hat der Schlitten zu viel Spiel, das heißt der Teig läuft seitlich heraus, was sehr ärgerlich ist. Während der Teig ruht, setzen wir schon mal 2 Töpfe mit Salzwasser auf und bringen sie zum Kochen. Sobald der Teig durchgezogen ist, können wir ihn portionsweise einen Spätzlehobel geben. Den Hobel packen wir dann über den ersten Topf mit dem sprudelnden Wasser und reiben den Teig gleichmäßig hinein. Als Faustregel kann man sagen, je schneller man hobelt, desto kürzer, je langsamer, desto länger werden die Spätzle. Sobald die Spätzle oben schwimmen, nehmen wir sie mit einem Schaumlöffel ab und geben sie zum Abspülen kurz in den zweiten Topf mit kochendem Salzwasser. Hier ist auch ein Sieb ganz praktisch, so muss man die Spätzle nicht im Topf herumjagen oder einzeln herausfischen. Lasst das Wasser kurz ablaufen und gebt die Spätzle dann in eine Abtropfschüssel. Diese Prozedur wiederholen wir so oft, bis der ganze Teig verarbeitet ist. Sobald das überschüssige Salzwasser verdampft ist, sind die Spätzle servierfertig und ihr könnt sie nun direkt verwenden. Noch ein Tipp zur Reinigung: Wascht den Hobel, die Schüssel und Löffel und so weiter mit kaltem Wasser ab. So bleiben die Teigreste flüssig und lassen sich leicht reinigen. Unter heißem Wasser verkleistert bzw. verklebt der Teig so stark, dass es sich nur noch schwer entfernen lässt. Wer Spätzle selber herstellt, kann sich gleich einen kleinen Vorrat machen, sodass man nicht bei jeder Mahlzeit die ganze Arbeit wiederholen muss. Denn sobald die Spätzle abgekühlt sind, kann man sie ganz einfach portionsweise in einen Gefrierbeutel packen und im Gefrierschrank einfrieren. So erhält man mit einem Arbeitsgang gleich einen Spätzlevorrat für mehrere Mahlzeiten auf einmal. Eingefrorene Spätzle bleiben ca. ein Jahr haltbar. Damit sind wir am Ende und wünschen euch guten Appetit mit euren selbstgemachten Spätzle. Falls ihr noch weitere Tipps, Teigrezepte und so weiter haben wollt, könnt ihr sie in unserem Artikel nachlesen, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Tschüss!